Auge um Auge, Zahn um Zahn, das scheint das Motto zu sein im Handelsstreit zwischen den USA und China. Denn die Spirale der Eskalation, die dreht sich weiter. Denn China hat jetzt auch gesagt, wir erhöhen unsere Zölle auf US-Importe auf 125%. Das ist ein absolut hohes Niveau. Und zuvor hieß es ja aus den USA, die 125%, die man dort verhängt, die sind sogar noch mal eigentlich zu niedrig. Denn 20% der Fentanylzölle aus dem Februar, die muss man da auch noch mal oben drauf packen. Das alles ist ja radikal, bewegt natürlich die Börsen international. Die Einzelheiten hat Viktoria Grünthal. Dieses chinesische KI-generierte Video zeichnet eine düstere Zukunft für die US-Amerikaner. Es soll zeigen, was Trumps Zollpolitik für dessen eigene Bevölkerung bedeutet. Die Rückkehr in ein tristes Fabrikleben. Der US-Präsident fühlt sich von China betrogen, zeigt sich aber offen für Verhandlungen. Wir würden gerne einen Deal mit China aushandeln. Sie haben unser Land über einen langen Zeitraum hinweg ausgenutzt und uns mehr abgezockt als jeder andere. Es ist unfassbar, wie die Menschen in meiner Position das ertragen haben. Alles, was wir tun, ist, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. In Ordnung bringen. Für Trump heißt das offenbar, Zölle in Höhe von 145% gegen China zu verhängen. Erst war die Rede von 125% gewesen, doch das Weiße Haus stellt klar, die wegen der Fentanylkrise im Februar erlassenen Zölle in Höhe von 20% müssen dazugerechnet werden. 2024 war China mit mehr als 580 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen zum zweitwichtigsten Handelspartner der USA avanciert, mit einem deutlichen Überschuss der Chinesen. Diese exportierten Waren im Wert von rund 438 Milliarden US-Dollar in die USA. Und zwar nicht nur Textilien wie diese Trump-Cappies, sondern vor allem technische Geräte. Das könnte sich nun ändern. Die chinesischen Händler allerdings geben sich unbeeindruckt. Können die USA das produzieren, was China oder EU jetzt produzieren? Die einfachen Leute sind diejenigen, die von den Zöllen am meisten betroffen sein werden. Ich glaube nicht, dass Trump sein Verhalten noch lange fortsetzen kann. Wissen Sie, dass 90% der Weihnachtsartikel in den USA aus China stammen? Wenn China sie nicht exportiert, werden die USA nicht in der Lage sein, eine so große Menge an Waren aus anderen Ländern zu importieren, oder? Und die chinesisch-amerikanische Zollspirale könnte auch Auswirkungen auf Europa haben. Handelsexperten gehen davon aus, dass der europäische Markt mit chinesischen Billigprodukten geflutet werden könnte. Das würde nicht nur günstigere Preise für die Verbraucher, sondern auch eine stärkere Konkurrenz für die Unternehmen bedeuten. Ja, und jetzt freue ich mich, dass wir einen echten Fachmann zu dem Thema hier haben. Felix Li, deutsch-chinesischer Journalist. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Li. Danke für die Einladung. Ja, man kommt nicht mehr hinterher. Das geht Schlag auf Schlag. 104, 125, 145. Die Chinesen, die auch immer mit der gleichen Ration dann antworten. Wo sind wir da gerade? Was passiert da? Naja, der Zollsatz ist ab einer bestimmten Höhe völlig egal. Der Handel steht still. Also normalerweise haben im Schnitt Produkte irgendwie eine Rendite von oder eine Marge, Gewinnmarge von 20-30%. Und wenn das von Zöllen verschluckt wird, dann wird einfach nicht mehr, dann werden die Dinge nicht mehr geliefert, dann lohnt sich das nicht mehr. Also diese 125%, die treffen natürlich dann vor allem jetzt noch mal ganz maßgeblich so Produkte von Apple zum Beispiel, wo die Gewinnmarge sehr, sehr hoch war. Und wenn da jetzt 125% zusätzliche Zölle anfallen, dann werden auch die Lieferungen von iPhone-Geräten in die USA jetzt zum Stillstand führen. Nun haben wir ja gerade im Beitrag auch schon gesehen, die chinesischen Händlerinnen, die da alle noch ziemlich entspannt waren. Also können Sie die Entspannung nachvollziehen? Nein, ich glaube nicht, dass sie entspannt sind. Also natürlich trifft es beide Seiten hart. Also für die Amerikaner, die werden halt ganz viele Dinge jetzt nicht mehr geliefert bekommen, beziehungsweise die Dinge werden sehr, sehr teuer. Für die Chinesen ist es natürlich so, die sind natürlich die Hersteller, die Produzenten und die werden ihre Ware auf dem größten Absatzmarkt der Welt jetzt nicht mehr los. So, und dazu setzen irgendwie, okay, ja, das wird natürlich sicherlich jetzt versuchen, irgendwie umso stärker nach Europa oder auf andere Märkte zu drängen. Aber das wird ja nur zum Preis gehen, dass sie das zu noch viel geringeren Preisen machen können. Also die werden leiden. Man sieht jetzt ja auch schon in den Häfen in den chinesischen großen Häfen, da sind die meisten Hafenarbeiter sind Tagelöhner, die sitzen bereits auf der Straße.
Das heißt Arbeitslosigkeit dann auch die Folge. Was heißt das für uns hier in Deutschland, für Europa, wenn Sie auch sagen, die Produkte kommen dann wahrscheinlich hierher? Genau, zum einen werden jetzt diese vielen chinesischen Waren, also in China sind ja gigantische Überkapazitäten geschaffen worden, dass die jetzt versuchen, umso stärker dann nicht zuletzt nach Europa zu kommen. Das heißt, wir werden hier mit sinkenden Preisen rechnen. Das wird aber wiederum dann ein Problem für die hiesige Konkurrenz. Also die werden darunter leiden. Aber natürlich leidet das dann auch umgekehrt, weil wenn es China schlecht geht, China ist dann immerhin der zweitgrößte Absatzmarkt der Welt. Und wenn es der chinesischen Wirtschaft schlecht geht und gerade wir Deutschen, sehr, sehr viel Produkte auch nach China geliefert haben und dort die Wirtschaft schlecht läuft, heißt das natürlich auch, dass die hiesigen Firmen darunter leiden, dass der chinesische Absatzmarkt schwächelt. Aber Herr Li, können Sie sich einen Reim darauf machen, warum man in Peking so reagiert, wie man reagiert? Denn in der EU sehen wir ja eine ganz andere Strategie, zurückhaltender, erstmal ein bisschen abwartender. Naja gut, China ist natürlich auf eine Art auch in einer Zwickmühle. Ich meine, Trump hat es ja unverhohlen erklärt, China ist der große Gegner und gegen China will man vorgehen. Und wenn China jetzt Schwäche zeigt, dann fühlt sich Herr Trump noch mehr bestätigt und denkt, dann kann er alles Mögliche durchdrücken. Also es ist schon eine schwierige Entscheidung für China. Und zugleich, eigentlich war ja China bis, ich sage jetzt mal, letzte Woche reagierte noch relativ besonnen, hat auch immer Türchen offen gehalten zu verhandeln. Aber nachdem Trump da so massiv draufschlägt, kann China fast gar nicht anders als zurückschlagen. China ist ein Stück weit ein bisschen besser vorbereitet, weil China natürlich unter Trump 1 genau diesen Konflikt auch schon mal hatte. Und China setzt ja schon auch viel, viel stärker als die Europäer schon sehr viel mehr auf Autarkie, will unabhängiger werden, will auch diesen Exportüberschuss möchte eigentlich senken. Aber andererseits ist China natürlich trotzdem nicht so weit, da völlig autark zu sein. Also schmerzhaft für China ist es nichtsdestotrotz. Ja. Nun sprechen wir ja schon von einem Handelskrieg. Haben Sie denn auch die Befürchtung, dass das auch noch andere Bereiche betreffen könnte? Ja, absolut. Also ich meine, Trump macht ja gar keinen Hehl daraus, dass er das ja alles zusammenpackt. In Politik, Wirtschaft, geopolitische Interessen, das schnürt er alles zu einem Paket. Das ist den Chinesen tatsächlich auch gar nicht fremd. Also wir können jetzt angesichts dieser Zuspitzung ganz klar nicht mehr von einem Handelskonflikt, sondern von einem Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt reden. Aber je mehr sich das zuspitzt, desto bedrohlicher werden natürlich auch die vielen anderen Konflikte, die es zwischen China und USA gibt. Geopolitik, Taiwan, südchinesisches Meer, der gesamte Indopazifik, das sind ja gewaltige Interessenskonflikte, die es da zwischen den beiden Supermächten gibt. Und das wird jetzt alles wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen ebenfalls zum Thema gemacht werden. Ja, und dann sehen wir uns wahrscheinlich noch mal wieder für die Analyse. Hoffen natürlich, dass es da irgendwie noch einen Exit, eine Ausgangstür gibt. Herr Li, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Analyse hier bei uns. Danke Ihnen.